Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem eventuell leicht kontroversen Flive Universe Video. Und nicht wundern, warum ich gerade bei den Crappern bin. Ich habe einfach gemerkt, Party ziehen bei den Kraken läuft nicht so gut. Ohne Link Attack, wenn man 8 Level unter denen ist. Keine sehr gute Idee, sagen wir es einfach mal so. Deswegen dachte ich mir, ziehe ich jetzt die Party vielleicht lieber mal bei niedrigeren Monstern. Das geht dann erstens schneller und zweitens muss man da nicht die ganze Zeit um sein Leben fürchten. Aber ja, FEC-Server ist ein Thema, das einfach täglich, und ich meine wirklich täglich seit Monaten, literally seit Ende des letzten FEC-Servers im Stream immer noch aufkommt. Und es warten so unfassbar viele Leute darauf, dass er wieder zurückkehrt. Und mit der neuesten Änderung im letzten Patch haben wir auch man könnte es zumindest ein Indiz nennen, dass wahrscheinlich geplant ist, den FEC-Server zurückzubringen. Ich meine, grundsätzlich ist es natürlich relativ klar, dass das keine einmalige Sache war, weil, ich meine, sie haben vermutlich trotzdem ein bisschen Kohle damit verdient. Es kam sehr gut an bei den Spielern. Nicht, dass das für Gala großartig eine Rolle spielen würde wahrscheinlich, aber trotzdem kam es gut an. Also es gibt einfach viele Gründe, die natürlich dafür sprechen, dass es auf jeden Fall nicht der letzte FEC-Server war. Vielleicht kommt dieses Jahr keiner, man weiß es nicht, aber es wird auf jeden Fall nicht der allerletzte für alle Zeiten gewesen sein. Also ich denke zumindest, das ist klar. Aber ja, da jetzt langsam der Mai in doch greifbare Nähe rückt, also der letzte FEC-Server ist ja mehr oder weniger zum Jubiläum gestartet, zum einjährigen, und das zweijährige Jubiläum ist in genau 2 Monaten tatsächlich. Das heißt, nicht mehr lange Zeit, noch 2 Monate, dann könnte der nächste FEC-Server angekündigt werden und natürlich auch starten. So, jetzt ist es aber so, dass nicht jeder unbedingt ein Fan von dem FEC-Server ist. Also ich ja sowieso nicht so krass, zumindest nicht so, wie ich ihn letztes Mal gespielt habe. Also ich würde ihn wahrscheinlich dieses Mal wieder spielen, aber ich würde ihn definitiv anders spielen. Da habe ich auch schon mal, glaube ich, ein komplettes Video drüber gemacht. Werde ich vielleicht später nochmal kurz zur Sprache kommen. Aber heute will ich mehr über so ein bisschen vielleicht objektivere oder andere Ansichtspunkte noch reden, die halt auch durch New Horizon natürlich noch dazugekommen sind und jetzt nicht wirklich mich persönlich betreffen, sondern wie gesagt mehr ein bisschen teilweise zumindest objektiv sind und was eben auch mit dem letzten Patch zusammenhängt. Und zwar ein großer Kritikpunkt, den ich jetzt schon öfter gelesen habe und den ich mir selber, wenn man einfach drüber nachdenkt, kommt man schon ins Grübeln, ob das dann wirklich so gut ist oder ob das fair ist oder wie auch immer man es nennen möchte. Jedenfalls gibt es ja diese 150er Sets aus den Dungeon, beziehungsweise aus dem Dungeon, aus The Wilds, beziehungsweise Tramnuk oder halt einfach dem Cursed Dungeon. Und worum genau geht es dann da? Also was genau soll da dann quasi nicht fair sein oder was genau ist das Problem? Das Problem ist halt, auf dem FEC-Server hatte man ja eine doppelte Droprate. Wenn man auf Cash-Up-Items zurückgegriffen hat, sogar eine dreifache Droprate. Wir reden hier von dreifacher Drop-Chance, was natürlich immens ist. Das ist krass. Ja, jedes Item, was droppen kann, mal 3. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Item droppst, ist wesentlich höher, viel höher. Und du wirst wesentlich mehr Items dort droppen als auf dem regulären Server. Und das Problem, was halt viele Leute darin sehen, ist halt, momentan befinden wir uns immer noch in einem Status, wo diese 150er Waffen und vor allem auch die komplette Sets, gut, nicht für jede Klasse gleichermaßen natürlich, es gibt schon günstigere Waffen und günstigere Sets für die nicht so beliebten Klassen, aber vor allem für die beliebten Klassen ist es momentan für die meisten Spieler noch undenkbar, an dieses Equipment ranzukommen, weil es einfach so viel Geld kostet, dass halt jeder, in Anführungszeichen, halbwegs normal spielende Spieler, der jetzt nicht in Geld schwimmt, sich halt einfach niemals die Gedanken machen würde, das tatsächlich zu kaufen, weil es einfach viel zu teuer ist und weil es sein Budget um ein Vielfaches übersteigt. Heißt also, die meisten Leute können auf diese Items immer noch nicht zugreifen und deswegen ja der letzte Patch. Wir haben jetzt Violets, die plötzlich Unique-Waffen droppen, was bis dato quasi undenkbar war, dass die diese Waffen droppen, weil sie einfach einen anderen Sinn hatten. Die Violets hatten ja mehr den Sinn, S-Product Low, im High-Level auch noch andere Items und Products zu droppen, also so ein bisschen so ein anderer Loot-Table einfach, und jetzt droppen sie aber auch im High-Level plötzlich die Unique-Waffen. Und wie gesagt, das bedeutet jetzt halt im Endeffekt einfach, es werden wahrscheinlich mehr Waffen auf den Markt kommen, aber wieso will Gala das so plötzlich? Weil vielleicht in 2 Monaten der nächste FEC-Server kommt und sie die Kritik etwas abschwächen möchten, dass doch der FEC-Server dafür sorgt, und jetzt kommt's, dass High-Level-Equipment entwertet wird. Und dass Leute, die halt das Geld nicht haben, oder andersrum, Leute, die halt sehr viel F-Coin aufgeladen haben oder auch sehr viel Penny einfach nur ausgegeben haben, muss ja auch nicht immer mit Cashen zu tun haben, die jetzt einfach nur extrem viel Penny ausgegeben haben, um halt frühzeitig schon an das neue Equipment zu kommen, an das sehr teure Equipment, dass diese Leute jetzt halt irgendwie so ein bisschen sich dann veräppelt fühlen, weil wenn Leute dann einfach jetzt auf den FEC-Server gehen und dann mit dreifacher Droprate sich die Waffen farmen
und sich leichter holen und dann später, ein paar Monate später, wann auch immer, die Waffen mit auf Borodeng nehmen, sind sie quasi genauso ausgerüstet wie jemand, der quasi auf Borodeng, wie gesagt, sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viel F-Coin oder sehr, sehr viel Penya, wie auch immer, ausgegeben hat. Und die haben quasi dann das gleiche Equipment wie so jemand, ohne auch nur einen Bruchteil des Geldes auszugeben, vielleicht sogar Free-to-Play sich das Ganze erspielt haben, was auf Borodeng höchstwahrscheinlich niemals funktioniert hätte, in auch nur einem Bruchteil der Zeit. Und das ist jetzt so ein bisschen der Kritikpunkt. Wie gesagt, dass man das High-Level-Equipment halt mehr oder weniger auf dem FEC-Server verschenkt, ja, wegen der hohen Drop-Rate. Man levelt ja auch extrem schnell, also selbst mit wenig oder keinem Cash-Einsatz kann man innerhalb von kürzester Zeit 141 plus erreichen. Für Cursed Dungeons sind jetzt auch nicht unmachbar, ja, also man braucht dafür jetzt auch nicht das allerkrasseste Equipment, wenn man einfach in einem Team ist mit Leuten, die halt wissen, wie man es farmt. Und entsprechend sind das halt schon ehrliche oder ernsthafte Bedenken, die man auf jeden Fall als Entwickler oder als Gala quasi schon ja, irgendwie zur Kenntnis nehmen muss. Und deswegen, wie gesagt, meine Vermutung, dass sie das jetzt über den letzten Patch so ein bisschen probiert haben zu regulieren. Einerseits natürlich die wahrscheinlich dauernden Beschwerden bei Gala selbst abzuschwächen, dass halt das High-Level-Equipment einfach immer noch viel zu selten ist und man da einfach kaum rankommt. Man tausende Giants, tausende Dungeon Runs braucht, um wirklich mal eine gute Ausbeute vorweisen zu können oder überhaupt eine Ausbeute oder so. Das wahrscheinlich auch, aber halt auch wahrscheinlich, um dann sagen zu können, ach, vor 2 Monaten, bevor der FEC-Server überhaupt angekündigt wurde, haben wir doch nochmal dafür gesorgt, dass mehr Waffen auf den Markt kommen. Jetzt chillt doch mal. Es müssten doch jetzt mittlerweile voll viele Waffen auf dem Markt sein. Die sind doch jetzt gar nicht mehr so selten und teuer. Hat doch jetzt eh mittlerweile jeder welche. Also chillt, FEC-Server macht da jetzt auch keinen großen Unterschied mehr. Also ich denke, in diese Richtung wollen sie sich hinentwickeln. Aber ich denke halt, es wird trotzdem nach hinten losgehen. Weil ich bin jetzt zwar natürlich kein Verfechter davon, dieses High-Level-Equipment teuer zu halten, ganz im Gegenteil, aber ich bin auch kein Fan davon, von dem Gedanken, dass man auf den FEC-Server geht, mit einem minimalen F-Coin-Einsatz, mit einem minimalen Zeitaufwand, sich wieder das beste Equipment erspielt. Und in dem Fall ist es ja tatsächlich so, also gut, das weiß man jetzt natürlich noch nicht, muss man fairerweise dazu sagen, aber ich persönlich gehe stark davon aus, der nächste große Patch wird keine Levelerweiterung und wahrscheinlich auch kein neues Equipment beinhalten. Und beim letzten FEC-Server haben wir aber auf dem FEC-Server uns neues Equipment erspielen können, wo es von Anfang an hieß, dieses Equipment wird nicht das beste Equipment im Spiel sein. Wir werden kurz nach Ende des FEC-Servers neues, besseres Equipment releasen und damit ist das quasi kein Problem. Und diese Argumentation können Sie jetzt eigentlich nicht bringen beim FEC-Server. Sie können jetzt nicht sagen, ja, aber hey, wir bringen ja direkt nach dem FEC-Server, sobald er endet, sowieso neues Equipment. Deswegen ist es egal, dass die Leute auf dem FEC-Server sich extrem einfach das Equipment erspielen können, weil es sowieso komplett entwertet wird, wenn unser Update dann kommt. Das können sie dieses Mal nicht machen, weil was wollen sie entwerten? Sie können ja nicht Sachen entwerten, die sowieso noch kaum jemand besitzt oder die der Otto-Normalspieler auf jeden Fall auch nicht besitzt und sich gar nicht leisten kann. Also genau diese, wie gesagt, Argumentation können sie nicht bringen. Sie können nicht sagen, neuer Patch, neues Equipment, weil das hatten wir erst. Also noch ein neuer Patch mit nochmal Levelerweiterung, nochmal neuem Equipment, wäre einfach nur kompletter Wahnsinn, weil dann der normale Casual-Spieler nicht mal mehr ansatzweise irgendwie Anschluss finden würde und die Kluft zwischen Anfängern und Endgame und so, die würde so gewaltig aufklaffen, dass es einfach keinen Sinn ergeben würde. Und das sind so meine Gedanken und Ausführungen zu dem Thema. Also wie gesagt, es ist halt schwierig. Natürlich einerseits will man jetzt nicht, dass das High-Level-Endgame wirklich exklusiv bleibt. Man will, dass die Sachen erschwinglicher und leichter zu erreichen werden, ja. Aber wie gesagt, halt irgendwo auf eine natürliche Weise und nicht so Fingerschnippen, FEC, 2 Monate FEC, ich habe komplett fertig gebildeten Endgame-Charakter quasi in 0, nichts erspielt und die Leute, die auf Borodeng quasi sich das Ganze erspielt haben und auch nicht auf dem FEC-Server gespielt haben, die gucken quasi durch die Röhre, laufen immer noch mit ihren Bloody-Waffen rum und sind quasi die absoluten Öttens und wenn die dann wiederum wieder das High-Level-Equipment haben wollen, müssen sie immer noch so viel Geld dafür ausgeben, weil es immer noch so selten ist. Also das ist schon irgendwo ein Ding, wo Gala sich mal ernsthaft Gedanken drüber machen muss, ob man da nicht irgendwie was einbaut, dass das eben, wie gesagt, kein so großes Problem wird für die Leute, die sich dann halt, wie gesagt, von Gala veräppelt fühlen würden. Ja, und der zweite negative Kritikpunkt, oder der negative objektive Kritikpunkt an den FEC-Servern ist einfach, die normalen Server, aka zum Beispiel Borodeng, während dem FEC-Server, dass die einfach aussterben. Die sterben aus und die Wirtschaft nimmt enormen Schaden. Letzter FEC-Server ist gestartet, da hatten wir einen F-Coin-Preis von weit unter 100 Mio. Während dem FEC-Server ist der F-Coin-Preis auf Borodeng auf weit über 100 Mio oder zeitweise auf jeden Fall über 100 Mio gestiegen.
Dann mal wieder hier und da ein bisschen abgeflacht auf um die 100 Mio, knapp unter, knapp drüber, je nachdem. Aber auf jeden Fall hatten wir da eine extreme Inflation zu Vor-FEC, nach FEC. Und wie wir heute wissen, der Server hat sich davon auch nie erholt. Die Leute kamen vom FEC-Server wieder und es kam keine wirkliche Deflation. Kam nicht. Die Preise sind relativ so geblieben wie während dem FEC, was schon auch irgendwo Sinn gemacht hat, darum geht es gar nicht. Aber der Server hat dadurch einfach auch ein bisschen Schaden genommen, weil halt während dem FEC-Server, einschließlich mir selbst, ich weiß, alle Leute gesagt haben, warum würdest du jetzt auf Boodeng anfangen? Jetzt solltest du auf FEC spielen, weil du kriegst halt einfach mehr. Ist ja auch so gewesen. Wieder objektiv, warum solltest du auf Boodeng anfangen, wenn du dir auf dem FEC-Server einen neuen Charakter doppelt so schnell, doppelt so leicht hochspielen kannst und bla bla bla. Ich meine, es war ja auch so, ja, muss man auch wirklich so sagen. Also hat ja auch wirklich keinen Sinn ergeben. Aber wie gesagt, der negative Effekt auf die normalen Server ist halt, da fängt keiner an, da kommen keine neuen Spieler, da wird nicht mehr so viel gecashed, die Wirtschaft, die Inflation, die Wirtschaft geht vor die Hunde, die Inflation steigt, F-Coin-Preise steigen und eigentlich für alle Leute, die nicht auf dem FEC-Server spielen, wie gesagt, auch hier wieder die Situation, dass man sich irgendwie so ein bisschen veräppelt fühlt, weil man sich denkt, ja moin, also ich habe jetzt nicht auf dem FEC-Server angefangen und jetzt kann ich mich erstmal 3 Monate lang löschen oder was, weil der Server einfach halb tot ist. Also es haben natürlich noch einige Leute dort gespielt, will ich ja nicht sagen, dass es nicht so war, aber es haben schon einige Leute gesagt, dass es die Zeit während dem FEC-Server auf jeden Fall ein bisschen ätzend war, weil man halt einfach stark gemerkt hat, da fehlen einige Leute, die eigentlich hätten da sein sollen. Und wie gesagt, das ist halt auch so etwas, wo man sagen kann, klar, der FEC-Server holt auch neue Leute rein, aber er schadet halt auch irgendwie immens, zumindest während der Server selbst live ist, den bestehenden Servern. Und das ist halt auch irgendwie etwas Negatives. Wo es schwieriger ist, eine Lösung zu finden, ist bei dem Equipment-Thema gerade. Aber auch das ist etwas, worüber Gala wirklich nachdenken muss, was man da vielleicht machen kann, um das ein bisschen abzufedern. Vielleicht braucht Boodeng oder brauchen die ursprünglichen Server dann vielleicht bessere Events als der FEC-Server. Oder die müssen dann auch permanent XP und Drop-Event haben, um das so ein bisschen auszugleichen, dass die Leute da quasi, ja, so ein bisschen letztes Mal, wie gesagt, hinten abgefallen sind und vom großen Kuchen, vom großen FEC-Kuchen quasi nichts abbekommen haben. Der nächste Punkt baut im Endeffekt auf den letzten beiden Punkten so ein bisschen auf. Egal wie der neue FEC-Server, falls er überhaupt kommt, aussehen würde, ist das Problem, die Leute, die dort anfangen, sind größtenteils Leute, und das kann ich sagen von den Leuten, von denen ich weiß, die auf den Server warten, das sind jetzt nicht unbedingt Spieler, die extrem langzeitmäßig spielen und extrem ausdauernd spielen. Und das heißt, der FEC-Server lockt vor allem Leute an, die halt mehr diesen kurzen Flive-Kick wollen. Die wollen ein paar Monate richtig reinsuchten und dann halt aber auch mal wieder ein paar Monate nicht wirklich suchten, beziehungsweise wenn sie merken, okay, wir sind jetzt alle wieder auf Boodeng und jetzt gibt es nichts mehr zu tun. Es gibt keinen neuen Content, alles ist wie auf dem FEC-Server, nur mit schlechter Droprate und weniger XP. Upgrade-Chance ist verringert. Also man stößt so vor eine Wand, will ich damit quasi sagen. Man merkt einfach, da fehlt was. Weil man natürlich nur vom FEC-Server kommt und nur den FEC-Server gewöhnt ist. Selbst wenn man vorher Boodeng gewöhnt ist, wenn du vom FEC-Server kommst, hast du plötzlich ein ganz anderes Wahrnehmungsgefühl, was wie gesagt Droprate, XP-Rate und alles andere angeht. Also es ist wirklich krass, wie sich da die Wahrnehmung ändert für die ersten paar Wochen, wo man sich halt wieder an die normale Droprate und an die normale XP-Rate gewöhnen muss. Und da ist halt auch wieder das Problem, letztes Mal mussten wir einen Monat warten, bis dann wirklich New Horizon kam. Und ich meine, zugegebenermaßen für Galas Verhältnisse ist ein Monat kurz. Allerdings muss man da bedenken, der FEC-Server ging auch einen Monat länger. Das heißt, effektiv haben wir 2 Monate gewartet. Also FEC-Server hätte eigentlich Anfang September enden sollen. Hat er nicht. Er hat Anfang Mitte September. Er hat dann 4 Wochen später Anfang Mitte Oktober geendet. Und New Horizon kam dann ja Anfang 9. November. Das heißt, da waren 2 Monate zwischen eigentliches FEC-Ende, gut, dann haben sie es um 1 Monat verlängert, aber trotzdem dann nochmal einen Monat, bis das dann tatsächlich das Content-Update kam. Und da ist halt wirklich das Problem, in meinen Augen, 1 Monat ist einfach zu lange. Du kannst die Leute nicht 1 Monat nach dem Ende vom FEC-Server, wie gesagt, die Leute rennen gegen eine steinerne Wand, die wissen nicht, was sie tun sollen, die haben das Gefühl, dass sich das Spiel überhaupt nicht lohnt auf Boodeng. Da muss wirklich instant, spätestens 1 Woche später das Update kommen, wo sie den Content vor die Nase geknallt bekommen. Hey, hier, das ist neu und das ist neu und hier und da und hier und da und jetzt könnt ihr das und das machen und wow, und das wolltet ihr doch schon immer haben. Da muss sofort was kommen, weil wenn das nicht passiert, dann werden eben diese Leute
die, wie gesagt, grundsätzlich jetzt nicht als Ausdauerspieler und nicht als Langzeitspieler zu bezeichnen sind, eben weil sie halt den Kick von dem kurzen, schnellen FEC-Server suchen. Die müssen halt irgendwie bedient werden sozusagen, nicht im negativen Sinne. Ja, die müssen das serviert bekommen und dann kann man vielleicht ein paar von denen wirklich als Langzeitspieler motivieren und vor allem diese Übergangsphase von richtig geil FEC zu normale Raids, normaler Server. Diese Übergangsphase, die kann man dann halt irgendwie ein bisschen angenehmer gestalten für alle Beteiligten und wie gesagt dann halt einen positiveren, besseren Effekt aus dem FEC-Server ziehen, indem man die Spieler halt langfristig motiviert, weiterzuspielen und nicht eben nur FEC-Server zu grinden. Und da finde ich, ist halt 4 Wochen einfach zu lange, weil in 4 Wochen hat jemand, der wie gesagt keinen Spaß mehr hat nach dem FEC-Server, schon längst die Entscheidung getroffen zu quitten. Der kriegt es dann vielleicht gar nicht mit, dass ein neues Update kommt. Wenn er es dann mitbekommt, ist es vielleicht schon wieder viel zu spät. Da ist das Update dann schon so lange draußen, dass er sich denkt, ach, jetzt ist auch schon egal. Ich warte lieber auf den nächsten FEC-Server oder so. Und das wäre in meinen Augen auch wieder äußerst schade. Und auch das ist etwas, was Scala dieses Mal wirklich wesentlich besser machen muss. Und wenn das wieder so wie beim letzten Mal ist, dann wäre das sehr schade. So, und mein letzter Punkt ist dann, wie oder was könnte man jetzt vielleicht noch besser machen von den Dingen, die ich jetzt noch nicht großartig erwähnt habe, beziehungsweise von den Dingen, die ich erwähnt habe, aber was auch tatsächlich die Maßnahme wäre und nicht nur die Ursache oder die Wirkung. Also wenn man FEC-Server macht, bin ich der Meinung, der Zeitraum muss kürzer sein. Der letzte FEC-Server ging geschlagene 5 Monate. Das ist viel zu lange. Wie gesagt, die normalen Server sind während der Zeit extrem vor die Hunde gegangen. Die Leute dort waren unzufrieden. Dort haben sicherlich Spieler gequittet, nur wegen dem FEC-Server. Also es hat den positiven Effekt, Leute fangen nur wegen FEC an. Und es hat den negativen Effekt, Leute hören nur wegen FEC auf. Also das kann nicht sein, das muss kürzer sein. Meine persönliche Meinung wäre, 3 Monate reicht vollkommen. Alles über 3 Monate ist too much. In 3 Monaten kann man sehr viel erreichen auf dem FEC-Server. Das nächste ist, eventuell über eine Levelbegrenzung nachdenken, wie zum Beispiel Level 140 oder vielleicht 150 maximal, unter den neuesten Content von unserem New Horizon Update quasi vom FEC-Server auszuschließen, damit eben das Problem, was ich als allererstes heute mitgeteilt habe, worüber ich auch am längsten geredet habe, dass das eben nicht so krass aufkommt, dass die Leute sich verarscht fühlen, wenn sie nicht auf dem FEC-Server spielen. Dass man einfach die neuesten Drops, den höchsten Loot, die krassesten Sachen nicht verfügbar macht auf dem FEC-Server, damit das eben, wie gesagt, kein so großes Problem ist. Und ich denke, das wäre schon so ein Ding, was man durchaus realistischerweise durchziehen könnte, weil der FEC-Server hat für viele ja doch den Anreiz, ja, schnell einen neuen Charakter hochspielen. Und man kann sich ja dann trotzdem krasses Bloody-Waffen-Equipment, 135er-Set-Equipment machen, mit dem man dann, wenn man auf Borodeng spielt, sich den neuen Content trotzdem easy erfarmen kann, wenn dieses Bloody 135er whatever Equipment sehr gut ist. Also womit man dann auf jeden Fall keine Probleme hat, den tatsächlichen Endgame-Content auf Borodeng später dann oder auf den normalen Servern später dann eben zu spielen. Und ich denke persönlich, das wäre jetzt nichts, wo man jetzt großartig, sag ich mal, ja, Einbußen hätte in irgendwie Form von Einnahmen oder so, weil ich meine, die meisten Leute waren ja noch nie im Endgame, die wissen ja dann auch gar nicht wirklich, was sie verpassen, in Anführungszeichen. Und das letzte ist dann der tatsächliche Fokus auf FEC. Das war auch etwas, was mich beim letzten Server extrem gestört hat. Oder was heißt gestört hat, aber es hat mich auch so ein bisschen irritiert und verwundert. Der eigentliche Grund für den FEC-Server ist, ja, natürlich auch neue Spieler wieder anzulocken und generell einfach das Spiel populärer zu machen, wie auch immer. Vollkommen egal, Einnahmen erhöhen, whatever. Aber es heißt ja FEC. Es ist eine Flive World Championship. Es ist ein Turnier. Dort ging es um Preise, um Belohnungen, um Titel, um Ranking, um spezielle Sachen, wie gesagt, um diese ursprüngliche Flive World Championship Idee. Also quasi ein mehr oder weniger ein Turnier, Tournament, wie auch immer, Flive E-Sport, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und das hat keinen Menschen gejuckt. Es hat niemanden gejuckt, weil die Belohnungen scheiße waren, das ganze System war scheiße, es hat ewig gedauert, bis die Sachen tatsächlich kamen. Das PvP-Turnier wurde mal um saftige 4 Wochen, glaube ich, verschoben, weil sie es einfach nicht rechtzeitig hinbekommen haben. Also es war einfach schäbig, muss man wirklich sagen. Es hat zu lange gedauert, es wurde nicht genug Werbung darum gemacht, die Belohnungen waren zu schlecht, wie gesagt. Es war einfach nicht gut umgesetzt und die Spieler hatten, also zumindest von dem, was ich so mitbekommen habe, auch ehrlich kein Interesse daran. Die Leute wollten einfach nur ihre Charakter krass machen, um die dann mit auf Borodeng zu nehmen. Und das war das Hauptziel, so in, würde ich mal schätzen, 80-90% aller Spielerfälle. Und man hat es auch daran gesehen am PvP-Turnier. Da hatten sie so ein richtiges Scheme aufgebaut, wirklich so, wie viele Teams registrieren sich
Oh, und was ist, wenn es zu viele Teams auf dem gleichen Rang gibt mit den gleichen Punkten? Was machen wir dann? Tiebreaker und lauter solche Sachen. Das haben sie gar nicht gebraucht, weil so wenige Leute daran teilgenommen haben, dass jeder, der daran teilgenommen hat, automatisch in die Playoffs quasi gekommen ist und es überhaupt keine Tiebreaker für eine Qualifizierungsphase oder so benötigt hat, weil kein Mensch sich angemeldet hat. Es haben sich 200 Spieler angemeldet. Das ist weniger als jede Woche bei Kaigas Assault auf Burodenk teilnehmen, bei einem internationalen FEC-Server, wo Leute aus der ganzen Welt drauf gespielt haben und nicht nur zum Beispiel deutsche Spieler. Also es war ein absoluter Joke und es hat absolut niemanden gejuckt, dieses FEC-Tournament. Und das war einfach nur traurig. Und das ist halt auch etwas, wo ich sage, daraus muss man lernen. Ja, offensichtlich waren die Belohnungen nicht gut genug. Offensichtlich wurde nicht genug Werbung dafür gemacht. Es gab wahrscheinlich viele Gründe, warum das so gefloppt ist. Und das muss auch besser werden, weil was ist der Sinn von einem FEC-Server, wenn die FEC selbst niemanden juckt und kein Schwein dran teilnimmt? Also ich meine, was ist denn das dann für ein Joke einfach nur? Und beim PvE-Tournament war es jetzt auch nicht krasser. Da haben zwar, glaube ich, mehr Leute teilgenommen, aber sehr viel mehr Interesse hat da jetzt auch nicht wirklich dran bestanden. Also da hat auch kaum jemand drüber geredet und auch die Belohnungen haben die meisten Leute nicht wirklich gejuckt. Man hat es hier und da mal so ein bisschen vernommen, aber es war, ganz ehrlich, es war ein Flop. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und mit diesen wunderschönen Gedanken schicke ich euch in den Livestream. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung und sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und sagt mir gerne, was ihr für Gedanken zum FEC-Server habt, was ihr besser oder anders machen würdet, als es beim letzten Mal der Fall war. Oder ob ihr überhaupt vorhabt, drauf zu spielen. Falls einer kommt, wie gesagt, beachtet immer, wir wissen noch nicht wirklich, ob einer kommt. Es könnte sein, dass sie einfach keinen machen. Man weiß es nicht, ja. Also wir müssen abwarten, bis die offizielle Ankündigung kommt. Bis dahin ist alles nur reine Spekulation. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.